Was ist Quant und was macht Quant bisher so einzigartig? Was ist der Overledger und warum ist es wert, Quant einmal näher zu betrachten? So, hallo und herzlich willkommen. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Miss Krypto und ich möchte dir auf meinem Kanal die Kryptowelt so einfach wie möglich erklären. Falls du neu hier bist, unterstütz mich, hinterlass noch schnell ein Like, abonniere meinen Kanal. Ich bin dankbar für jede Unterstützung. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Thema. Zunächst erst einmal, was ist Quant? Quant ist ein im Jahr 2018 gestartetes Unternehmen, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, Lösungen für die sogenannte Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Plattformen zu bieten. Ziel von Quant ist es, die klaffende Lücke zwischen diesen unterschiedlichen Blockchains und den Softwarelösungen von Unternehmen zu schließen, ohne aufwendige Veränderungen vornehmen zu müssen. Quant, kurz QNT, ist der Utility-Token des Quant-Netzwerks und erfüllt im Quant-Ökosystem verschiedene Funktionen, dazu später noch mehr. Zum Zeitpunkt dieses Videos ist Quant auf Rang 50 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von rund 1,7 Milliarden Euro. Als ich das erste Mal von dem Projekt gehört hatte, war der Token schon unter den Top 100 gelistet und das erst im 4. Geburtsjahr. Welches unfassbar wichtige Problem möchte Quant lösen? Wir schauen uns das zunächst ganz vereinfacht an. Das Bitcoin-Netzwerk oder Ethereum-Netzwerk werden häufig auch als Blockchain der ersten Generation bezeichnet. Andere Protokolle wie die von Cardano oder IOTA, auch wenn streng genommen IOTA keine Blockchain ist, werden häufig auch Blockchains der zweiten Generation genannt. Viele weitere Netzwerke aus dem Bereich der Distributed Ledger Technologie, kurz DLT, sind mittlerweile am Start, doch alle haben sie eines gemeinsam: Sie können sich nur auf ihrer eigenen bildlich gesprochenen Landkarte aufhalten. Die sogenannte Interoperabilität bezeichnet das stetig wachsende Dilemma, dass einzelne Blockchains bzw. Ledger zwar wunderbar in ihrem Einzelmodus, also auf ihrer Landkarte funktionieren, jedoch die Informationen ihrer Landkarten nicht mal ebenso schnell austauschen können. Jedes Netzwerk vertraut schlicht nur immer seinem eigenen Protokoll und seiner Programmiersprache, vielleicht vergleichbar mit der Legende der Landkarte. Um die Interaktion zwischen den Blockchains nun zu ermöglichen, ohne sich dabei vertrauen zu müssen, wurden auch schon andere Projekte aus dem Boden gestampft. Zu solchen kannst zum Beispiel das Protokoll von Interledger als ein Projekt von Ripple, Polkadot oder Cosmos zählen. All diese Technologien bieten durchaus gelungene Tools für ihre maßgeschneiderten Nutzungsrahmen an, jedoch mit zusätzlichem Aufwand, zum Beispiel indem eine weitere Blockchain über einer bereits existierenden geschaffen wird, ein zusätzlicher Zustimmungsmechanismus on top gesetzt wird oder plakativ gesprochen Bedingungen ausgehandelt werden, nur unter denen Blockchains bereit wären, miteinander zu kommunizieren. Quant geht nun einen bisher völlig neuartigen Weg auf dem Bereich der Interoperabilität und möchte diese schwierige technologische Anforderung für Unternehmen und Entwickler einfacher machen. Wie funktioniert das Ganze nun? Das sogenannte Overledger-Netzwerk, eine Enterprise-Plattform und zugleich eines der Hauptprodukte im Quant-Ökosystem, wurde erschaffen, um öffentliche und private Ledgers miteinander zu verbinden. Der Overledger fungiert dabei wie ein Tor, auf Englisch Gateway, auf einer Metaebene über allen Ledgern. Der Overledger selbst ist daher also keine Blockchain, sondern ein sogenanntes DLT-Gateway. Über den Overledger kann nun die Kommunikation unabhängig von der Technologie und ohne ein aufwendiges Verbindungsstück zwischen dezentralen Netzwerken hergestellt werden. Ob die Bitcoin-Blockchain, die Binance-Chain, weitere DLTs wie IOTA oder der XRP-Ledger, erstmals können nicht nur zwei Netzwerke nahtlos miteinander interagieren, sondern viel mehr Netzwerke und das auch noch gleichzeitig. Hammer, oder? Was bedeutet das nun konkret in der Anwendung? Im Folgenden nenne ich dir da mal ein paar Beispiele für Use Cases vom Overledger. Erstens, Quants Overledger ermöglicht zum Beispiel das Entwickeln von sogenannten Multi-Chain Applications oder Multi-DLT Smart Contracts. Das sind so etwas wie Decentralized Apps, die nun aber auch unabhängig von der Art des Netzwerkes auf mehreren Blockchains funktionieren. Ein Entwickler kann zum Beispiel seine App auf der Ethereum-Blockchain mit der hauseigenen Programmiersprache kreieren. Angenommen, die App stellt sich dann als sehr genial heraus und wäre auch für andere Netzwerke teilenswert, könnte die App über den Overledger kompatibel auch in andere Systeme transferiert werden. Zweitens. Außerdem unterstützt das Netzwerk sogenannte Multi-Ledger-Tokens. Darunter werden auch digitale Vermögenswerte verstanden, hinter denen reales Kapital auf Treuhandkonten von Finanzdienstleistern steckt. Diese Multi-Ledger-Tokens können in Form von Stablecoins repräsentiert werden oder in Form von digitalem Zentralbankengeld, das wäre auch bekannt als CBDC, und in vielen weiteren Formen.
Zentralbanken können zum Beispiel ihr Geld auf diese Weise über sämtliche Distributed Ledgers kreuz und quer transferieren. Drittens. Auch kleineren Unternehmen wird der Einstieg in die Blockchain-Technologie erleichtert. Durch verschiedene Overledger-Produkte können sie ihre alten Infrastrukturen kostengünstiger, schneller und mit weniger technischen Hürden in neue Infrastrukturen implementieren. Viertens. Über den Overledger könnte zukünftig auch nach sogenannten Hardforks die Möglichkeit zum Austausch erhalten bleiben. Und fünftens, weitere Anwendungsgebiete würden auch im Gesundheitswesen in Frage kommen, in Services für Regierungen, für Staaten oder in der Logistik. Du erkennst schon, das Quant-Netzwerk bietet wenig Limits, wenn es um mögliche Use Cases geht. Und wir könnten uns mal wieder stundenlang über die einzelnen Layer und die Technik des Overledgers unterhalten, doch an dieser Stelle möchte ich hier lieber noch über den Quant-Token sprechen. Was lässt sich also Spannendes zu den Tokenomics und Aufgaben vom Quant-Token sagen? Quant, kurz QNT, ist der Utility-Token, auf dem die verschiedenen Softwarelösungen vom Quant-Netzwerk aufbauen. Im Quant-Netzwerk hat der Token verschiedene Aufgaben. Erstens müssen Entwickler und Unternehmen für die Plattform eine Lizenz erwerben. Diese in Form von Fiat-Geld an die Quant Treasury zahlen. Das Geld wird dann genutzt, um davon Quant-Tokens zu kaufen. Diese erworbenen Tokens werden dann wiederum im Overledger auf der Transaktionsebene für 12 Monate gelockt, sodass niemand herankommt. Zweitens müssen Nutzer eine jährliche Gebühr in Quant-Tokens bezahlen, damit das Gateway weiterhin betrieben werden kann. Im Gegenzug dazu erhalten die Nutzer einen Anteil der Transaktionsgebühren zurück. Und drittens wird mit dem Quant-Token bezahlt, um Daten zwischen verschiedenen Ledger-Systemen und Blockchains zu lesen, zu schreiben und Geld zum Beispiel hin und her zu transferieren, ähnlich wie bei anderen Netzwerksystemen auch. Fiat-Geld wird dabei im Austausch von Quant-Tokens bezahlt, diese Tokens werden jedoch nicht wie bei den Lizenzgebühren gelockt. Um im Quant-Ökosystem mit dem Overledger zu interagieren, musst du eine Menge an Tokens zahlen. Denn die Tokens erleichtern außerdem das Entwickeln, Nutzen und den Zugriff auf die Multi-Chain-Applications im Quant-Netzwerk. Insgesamt gibt es maximal nur rund 14,6 Millionen Quant-Tokens bei einem zirkulierenden Angebot von rund 12 Millionen Tokens. Quant kannst du auf zahlreichen Exchanges kaufen. Beim Startpreis 2018 von 0,28 US-Dollar sind wir heute bei ganz anderen unschlagbaren Kursen. Wir hatten einen Allzeithoch von 161 Euro rund Anfang August diesen Jahres. Durch das Listen auf den weltweit größten Exchanges wie auf Binance oder Coinbase hat Quant eben jüngst ganze Quantensprünge nach oben machen lassen. Da das Quant-Netzwerk auf der Ethereum-Blockchain entstanden ist, ist Quant ein Token vom ERC20-Typ und du kannst dementsprechend auch verschiedene Hard- und Software-Wallets zur Aufbewahrung nutzen. Wer steckt als Team hinter diesem Projekt? Das Quant-Netzwerk wurde 2018 durch ein immenses Initial Coin Offering, also ein ICO von 11 Millionen US-Dollar gegründet. Mittlerweile steuern zahlreiche Cyber- und Technologieexperten von den Standorten London und dem Schweizer Crypto Valley Zug das Projekt aus. Gilbert Verdian, der derzeitige CEO von Quant und Gründer, hat zusammen mit Co-Founder Paolo Tasca das Overledger-Projekt 2018 gelauncht. Als Verdian im Bereich der Security eine Weile im Gesundheitssektor gearbeitet hatte, wurde er erstmals mit dem Problem der Interoperabilität vertraut. Patientendaten waren immer wieder auf verschiedenen Plattformen fragmentiert und nie gesammelt verfügbar. Vor dem Quant-Network machte Verdian über 20 Jahre lang bereits Nebenerfahrungen aus dem eHealth-System weitere zahlreiche, darunter zum Beispiel als Chief Information Security Officer bei Vocalink, das ist ein Mastercard-Unternehmen, oder als Security-Leitung des Justizministeriums im United Kingdom. Tasca hat sich als Digital Economist einen Namen auf dem Gebiet der Distributed Ledger Technologien und Fintech-Industrie machen können. Er hat bereits schon das EU-Parlament, die United Nations und zahlreiche Zentralbanken weltweit beraten dürfen. Er hat außerdem bisher zahlreiche Bücher herausgebracht und ist Gründer und Geschäftsführer des Center of Blockchain Technologies am University College in London. Welche Partnerschaften und Kooperationen konnte das Quant Network bisher gewinnen? Bisher konnte Quant trotz seiner noch kurzen Historie einige namhafte Partnerschaften schließen. Darunter zählen zum Beispiel große Kunden wie SIA. Der italienische Technologiekonzern hat sich auf Lösungen für den Finanzsektor spezialisiert und ist in mehr als 50 Ländern mit seinem Bankennetz vertreten.
Übrigens hat der Konzern auch schon Instant Payment Services für die EZB und einheitliche Schnittstellen zwischen Zentral- und Geschäftsbanken angeboten, sodass zahlreiche Finanzdienstleister mit Marktinfrastrukturen im Eurosystem verbunden werden können. Weitere namhafte Partnerschaften sind Amazon, genauer davon der Amazon Web Services, die Oracle Corporation, das ist einer der weltweit größten Softwarehersteller, oder auch Hyperledger, das ist ein Dachprojekt für Open Source Blockchains. Meine persönliche Einschätzung zu Quant: Quant hat mit seinen verschiedenen Overledger-Lösungen ein bisheriges Alleinstellungsmerkmal in puncto Interoperabilität geschaffen. Folgende 3 Punkte, warum ich Quant und den Quant-Token so für besonders halte, ist zum einen erstens das Prinzip des Overledgers und des Tokens. Durch das DLT Gateway Overledger bietet Quant ein Netzwerk für Netzwerke, ob digitales Geld, reale Vermögenswerte in Form von Tokens, Stichwort Internet of Value, oder Transfer von Informationen zwischen smarten Geräten, Stichwort Internet of Things, untereinander. Die Vision einer neuen Ära des Internets wird somit für mich aus meiner Sicht noch greifbarer. Naja, und der Quant-Token ist ein Utility-Token, der in seiner Menge, wie du gerade erfahren hast, begrenzt ist. Je mehr Nutzer logischerweise die Plattform nutzen, eine Lizenz zahlen, desto mehr Quant-Tokens würden gelockt werden. Naja, und an der Stelle müssten wir dann spekulieren, in welche Prediction der Preis sich entwickeln würde. Zweitens, Quant ist Blockchain unabhängig. Ob die Blockchain von Bitcoin lieber autonomes Zahlungssystem bleiben möchte oder ob zum Beispiel das RippleNet auf dem XRP-Ledger, welches im Gegensatz dann wiederum eher mit dem Bankensystem arbeiten möchte, die Netzwerke vertrauen nur sich selbst, nur ihrem eigenen Konsensus. Der Overledger ist jedoch so unabhängig, dass Netzwerke sich austauschen müssen, ohne dass sie dabei ihre Protokolle und eben damit auch ihre Visionen verändern müssen. Und drittens, in Quant wird bereits jetzt schon kräftig investiert und damit wird Quant auch akzeptiert. Nicht umsonst ist der Kurs seit 2018 nach einem extremst starken Fundraising so stark nach oben geschnellt. Und nach wie vor wächst das Unternehmen im Gegensatz zu vielen anderen zeitgleich gestarteten Kryptoprojekten. Ein Produkt von solcher Klasse hat doch tatsächlich in kürzester Zeit große Klienten wie SIA oder Amazon hinter sich bringen können. Ich bin schlussendlich von der Idee des Cross-Ledger-Prinzips super beeindruckt. Ich bin echt gespannt, wie es mit Quant und einem neuen World Wide Web für uns alle an dieser Stelle weitergeht. Ich bin einfach super fasziniert. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder Feedback, schreib mir einfach einen Kommentar unter die Videobeschreibung drunter. Ich würde mich freuen, deine Meinung zu hören, was du von Quant hältst, ob sich beispielsweise der Overledger durchsetzen wird oder wie auch du einfach den Quant-Token hinter diesem gigantischen Netzwerk beurteilst. Ich habe dir in dieser Endcard außerdem noch andere Videos von mir verlinkt, zum Beispiel über XRP, den XRP-Ledger oder zum Beispiel auch über IOTA. Vergiss nicht, noch schnell ein Like zu hinterlassen, mich zu abonnieren. Du kannst mir auch jederzeit auf Twitter folgen. Ich würde mich freuen über deinen Support. Danke bisher für deine Unterstützung. Ich bin Miss Krypto. Wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.